Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 27. November 2025. EU geht gegen Shein vor. Die EU-Kommission macht Druck auf den Online-Händler Shein. Auf der Plattform sollen kinderähnliche Sexpuppen und illegale Waffen verkauft worden sein. Die EU will nun genau wissen, wie Shein Minderjährige schützt und solche Produkte stoppen will. Die Anfrage läuft über das europäische Digitalgesetz und kann zu Strafen führen. Auch in Frankreich hat Shein schon Probleme. Dort wurden ähnliche verbotene Produkte gefunden und die Regierung droht dort sogar mit einer Sperrung der Seite. Weihnachtssüßigkeiten deutlich teurer. In Deutschland sind viele Süßigkeiten zur Weihnachtszeit deutlich teurer geworden. Laut Statistischem Bundesamt mussten Verbraucher im Oktober 2025 rund 22% mehr für Schokolade zahlen als ein Jahr zuvor. Eine einfache Tafel war sogar über 30% teurer. Auch Pralinen und Schokoriegel haben deutlich mehr gekostet. Nur Kekse sind fast gleich geblieben und stiegen nur um etwa 2%. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise viel weniger gestiegen. Großbrand in Hongkong. Viele Tote und Vermisste. In Hongkong ist ein großes Feuer in einem Wohnkomplex im Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Mindestens 44 Menschen sind gestorben und über 900 Menschen haben die Nacht in Notunterkünften verbracht. Viele Häuser haben gebrannt und dichter Rauch hat über der Gegend gestanden. 29 Menschen sind ins Krankenhaus gekommen, 7 davon sind in kritischem Zustand gewesen. Außerdem gelten 279 Menschen weiter als vermisst. Die Feuerwehr hat mehrere Gebäude unter Kontrolle gebracht und sucht weiter nach Vermissten. Die Polizei hat 3 Personen festgenommen. Neue Regeln zum Jugendschutz beschlossen. In Deutschland sollen digitale Geräte bald einen festen Kinder- und Jugendmodus haben. Hersteller wie Apple, Google und Microsoft müssen dafür sorgen, dass sich der Schutz mit einem Klick aktivieren lässt. Dann sind nur sichere Browser und geprüfte Apps erlaubt. Auch Erotikseiten können schneller gesperrt werden. Außerdem dürfen Zahlungsdienste problematischen Anbietern kein Geld mehr überweisen. Die neuen Regeln gelten ab Dezember 2027. Günstiges Sammeltaxi in Harburg startet. Im Bezirk Harburg gibt es ab Mitte Dezember ein neues günstiges Sammeltaxi-Angebot. Der Service HVV Hop wird ab Dezember in einem deutlich größeren Gebiet unterwegs sein. Wer eine HVV-Fahrkarte oder ein Deutschlandticket hat, zahlt nur einen kleinen Aufpreis. Für 2 Euro kann man sich von einer Haltestelle bis nach Hause fahren lassen oder umgekehrt. Nur lange Strecken parallel zu Bus- oder S-Bahn-Linien sind nicht erlaubt. Seit 2023 hat der Dienst schon über 500.000 Fahrgäste. Kiffen im englischen Garten wieder erlaubt. In München ist das Kiffen im englischen Garten, im Hofgarten und im Finanzgarten vorläufig wieder erlaubt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass das komplette Cannabisverbot in diesen Parks rechtswidrig ist. 2 Männer hatten dagegen geklagt. Das Gericht sagt, für ein so großes Verbot braucht es eine konkrete Gefahr oder starke Belästigung für andere. Der Freistaat Bayern kann noch Beschwerde einlegen. Wenn er das nicht tut, wird das Urteil endgültig. Frankreich will Wehrdienst zurückbringen. Frankreich plant die Rückkehr zur Wehrpflicht, rund 30 Jahre nach ihrer Abschaffung.
Präsident Emmanuel Macron sagt, dass Europa durch Russland bedroht wird und Frankreich deshalb Stärke zeigen muss. Russland versucht, Europa zu destabilisieren und die Demokratien zu schwächen. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.